Hey Leute und herzlich willkommen zu einem kurzen Python Crashkurs, alles in einem einzigen Video. Jetzt ist ganz wichtig, wenn ihr Python als erste Programmiersprache lernt, dann schaut euch bitte meine komplette Python Playlist an. Wir haben über 50 Videos, glaube ich, gemacht zu Python und ja, am besten die angucken. Wenn ihr aber schon irgendwie programmieren könnt in Java oder sowas, dann könnt ihr die Grundlagen ganz schnell in diesem Video lernen. Aber wenn es dann um die fortgeschrittenen Sachen wie abstrakte Klassen geht oder sowas, da ist Python wirklich sehr eigen und da müsst ihr dann auch wieder in der Playlist gucken. Das heißt, wir machen jetzt hier sozusagen die Grundlagen in einem Video, zum Beispiel auch alles, was ihr braucht, um an unserem wunderbaren Contest Battle of AIs dann teilzunehmen. Das ist nämlich auch in Python. Das heißt, ihr lernt hier sozusagen alles, was ihr braucht, auch wenn ihr eigentlich gar kein Python könnt. Wir werden bis zu Funktionen, vielleicht auch noch Klassen gehen und nicht wirklich weiter. Alles andere ist dann wirklich sehr Python-eigen, sage ich jetzt mal. Das heißt, ihr müsstet dann wieder in der Playlist nachgucken. Aber für, wie gesagt, Battle of AIs reicht euch dieses Tutorial hier völlig aus. Okay, ich hoffe, ihr habt alle Bock drauf und ja, wir können anfangen. Sehr gut. Also, die Installation erstmal ist auf Linux schon für euch erledigt, das heißt, ihr müsst nichts mehr machen. Auf Windows nicht, aber ihr könnt einfach auf die Webseite gehen, auf www.python.org und hier könnt ihr dann einfach unter Downloads euren aktuellen, ja was auch immer, für Windows oder für Mac, dann eben das passende runterladen. Achtung, wir werden mit Version 3 arbeiten, das heißt 3.6.1. Wichtig ist auch bei der Installation den Haken zu setzen, wenn es euch fragt, ob ihr es in Systempfad eingetragen haben wollt. 2.7 ist sehr ähnlich wie 3.6, allerdings, oder generell die Version 3 von Python. Allerdings gibt es ein paar kleine, aber feine Unterschiede, auf die wir hier nicht weiter eingehen werden. Dazu bitte dann auch vielleicht in die Videos gucken. Wie gesagt, es gibt haufenweise davon. So, und dann einfach ganz normal installieren, wie jedes normale Programm unter Windows. Also das ist nicht wirklich kompliziert. War früher komplizierter, mittlerweile mega easy. Okay, sehr gut, fangen wir direkt mal an. Wenn ihr was ausführen wollt, also irgendein Python-Programm, dann öffnet ihr eure Kommandozeile oder in Windows euer CMD und gebt ein Python. Und dann die auszuführende Datei. Okay, das schreibe ich jetzt nicht aus. Die Datei, beziehungsweise den Pfad zu eurer Datei .py. Das bedeutet aber auch, jede Datei muss mit der Endung .py abgespeichert werden. Also nicht irgendwie als Textdatei oder sowas. Und da ist es dann auch wichtig, dass ihr darauf achtet, dass die Endungen bei euch eingeblendet werden. Also unter Windows zum Beispiel müsste man standardmäßig ist es ausgestellt. Man müsste unter dem Explorer, den ich hier leider nicht habe, weil ich unter Linux bin, Explorer und dann Extras, Ordneroption, muss man die Dateiendung anzeigen und dann muss hier am Ende .py stehen. Unter Linux einfach .py ans Ende packen. Unter Mac habe ich absolut keine Ahnung, weil ich noch nie einen Mac in der Hand hatte tatsächlich. Und ja, wenn ihr das dann so macht, dann wird eure Datei ausgeführt. Alternativ dazu könnt ihr auch euch einfach PyCharm runterladen. Das ist dieser wundervolle Editor, den ich hier habe. Warum ist der so besonders cool? Sagen wir mal, ich gebe hier def ein, dann meine Funktion und dann hier irgendein A oder sowas. Dann sehen wir hier schon direkt, dass Sachen farbig markiert werden. Außerdem werden auch Sachen eingerückt oder so. Das ist ziemlich cool. Was das alles hier gerade bedeutet, das werden wir uns noch angucken genauer. Das ist mega cool und deswegen würde ich euch fast zu diesem Editor hier raten oder zu der IDE, wie man sagt. Außerdem könnt ihr dann nämlich sagen, hey, hier oben rechts, den ihr jetzt leider nicht mehr sehen könnt, hat es einen grünen Knopf. Wenn ich da draufklicke, dann wird mein aktuelles Skript auch ausgeführt. Das ist sehr praktisch und deswegen würde ich euch das empfehlen. PyCharm ist absolut kostenlos von jetbrains.com/pycharm erhältlich. Einfach runterladen und ausführen. Quasi auf jedem Betriebssystem super gut. Also alles kein Problem. So, und jetzt können wir direkt anfangen mit Coden, also tatsächlich, und nicht erst mit Ausführen oder sowas. Unser erstes Programm wird einfach sein, wir wollen Hello World ausgeben. Und dazu, also was heißt ausgeben? Wir wollen es dann in der Kommandozeile ausgeben. Und das bedeutet, wir schreiben ein Print. Und dann rufen wir einfach zwei Klammern auf. Das heißt, wir rufen eine Funktion auf. Für die schon mal programmiert haben, die wissen, was eine Funktion ist, muss ich nicht weiter erklären. Das heißt, ja, wenn ihr jetzt nicht wisst, was eine Funktion ist, dann würde ich euch bitten, in die richtige Playlist zu wechseln. Also Print und dann hier einfach einen String eingeben, den ihr ausgeben wollt. Also zum Beispiel Hello World. So. Und wenn wir das jetzt ausführen,
Also das heißt, auf diesen grünen Knopf klicken, dann sehen wir hier, wunderbar, es hat alles funktioniert. Und hier steht dann auch eure Version, also Python 3.4 und welche Datei ihr ausgegeben habt. Bei mir ist es im Verzeichnis Home, Morpheus Tuts, Python und dann crashkurs.py. Also wird Hello World ausgegeben. Process finished with exit code 0 bedeutet alles regulär zu Ende gelaufen. Wenn hier was anderes steht als 0, dann bedeutet es irgendwie abgestürzt oder sowas. Kann aber ganz gut passieren mal. So, das ist ziemlich cool. Jetzt haben wir schon den ersten Schritt gemacht. Das heißt, wir wissen, Python läuft auch und es geht Python gut. So, was wollen wir also jetzt machen? Wir wollen uns um Variablen kümmern. Variablen kommen in ein paar verschiedenen Geschmacksrichtungen sozusagen und wir können uns Variablen also quasi Zahlen oder Strings, also Strings sind Zeichenketten für die, die es gerade nicht wussten, können wir uns in Variablen reinschreiben. Variablen können dabei sein, zum Beispiel x, das aus Mathe so berühmt wunderbar ist, sowas hier, x, oder sie können aber auch heißen width, also für Breite, oder sie können auch einfach Breite heißen, ist völlig egal. Breite ist gleich zum Beispiel 20. Und dann haben wir schon unsere erste Variable definiert. Und jetzt können wir diese Breite ausgeben. Achtung, ich gebe hier keine Anführungsstriche an, das heißt, wir sagen hier einfach ausgeben Breite. Und das bedeutet, wir geben die Variable aus. Wir sehen auch die farbige Markierung hier. Das ist so komisch rosaartig ausgegeben. Und jetzt geben wir hier 20 aus. Wundervoll. Das heißt, wir haben schon eine Variable kreiert, in der wird jetzt Zeug gespeichert. Und dieses Zeug kann dann später irgendwie auch aufgerufen werden. Denn ich kann jetzt hier zum Beispiel auch Breite plus 20 ausgeben. Und dann wird mir 40 ausgegeben. Das heißt, ich kann sogar damit rechnen. Es ist also tatsächlich als Zahl gespeichert. Alternativ könnt ihr das Ganze auch als Zeichenkette speichern. Das bedeutet, wir haben hier nicht 20, sondern die Zeichenkette 2.0 gespeichert. Und die Zeichenkette 2.0 zu speichern bedeutet, ich kann keine 20 mehr drauf addieren, ich kann nur noch eine weitere 2.0 hinten dran hängen. Das sind sogenannte Strings und das hier ist eine String-Konkatenation. Das müsst ihr euch nicht unbedingt merken, heißt einfach nur hinten dran hängen. Und wir sehen hier plötzlich 2020. Gut, also das sind im Prinzip Variablen. Extrem einfach, wir können damit mal geteilt, plus, minus, alles rechnen. Achtung, nicht durch 0 teilen, das ist eher uncool. Wir können auch so coole Sachen machen wie, sagen wir mal, wir haben hier minus 20 stehen. Minus 20 geht natürlich auch. Und wenn wir jetzt hier den Betrag von 20 ausgeben, abs bedeutet Betrag, für die, die es nicht wissen, dann wird uns nur 20 ausgegeben, weil Vorzeichen wird einfach ignoriert. Das heißt, negative Zahlen werden positiv, positive Zahlen bleiben positiv. Wir können natürlich auch einfach dann hier sagen, mal minus 1. Und dann wird plötzlich aus unserer immer positiven Zahl eine immer negative Zahl. Das heißt, abs von 20 ist 20, mal minus 1 ist minus 20, abs von minus 20 ist auch 20, mal minus 1 ist wieder minus 20. Also jetzt nur so kleine Spielereien hier, damit ihr ein bisschen reinkommt. So, zu Strings. Wir wollen jetzt einfach mal wieder Breite ausgeben, wobei Breite in dem Fall jetzt kein String mehr ist. Strings können sehr, sehr lang werden, also irgendein Lorem Ipsum bla bla bla. Und plötzlich wollen wir vielleicht eine neue Zeile in unserer Kommandozeile ausgeben. Und dazu gibt es sogenannte Maskierungszeichen. Maskierungszeichen bedeutet, wir können dann einfach sagen, hey, wir wollen eine neue Zeile haben in unserer Konsole, wenn wir es ausgeben. Das bedeutet, wir schreiben hier \n. Also, das n wird hier maskiert durch das Maskierungszeichen \. Das bedeutet, das n wird nicht als n ausgegeben, sondern als New Line. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das ausgeben würde, machen wir hinten dran noch irgendwas anderes, dann wird plötzlich hier, ihr seht es auch anders markiert hier, wird Lorem Ipsum bla 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 und dann neue Zeile irgendwas anderes ausgegeben, weil dieses n eben maskiert wurde und für New Line steht, also neue Zeile. Wenn ich jetzt einen \/ ausgeben möchte, dann habe ich natürlich ein Problem, weil ein \/ ist immer ein Maskierungszeichen, \i gibt es aber nicht. Und wenn ich jetzt \/ ausgeben möchte, dann muss ich natürlich hier auch einfach einen zweiten \/ hinmachen. Das heißt, ich maskiere meinen \/ und dann wird auch plötzlich der \/ ausgegeben. Wundervoll. Selbiges gilt natürlich auch für Anführungsstriche, denn die würden ja theoretisch hier meinen String beenden. Theoretisch geht ein String ja immer von Anführungsstrich bis Anführungsstrich. Aber wenn er hier maskiert ist, dann geht er eben nicht bis zu diesem Anführungsstrich, sondern bis zu dem, was danach eben kommt. Das heißt, das wird auch tatsächlich so ausgegeben. Okay. Ganz kurzer Crashkurs sozusagen zu Strings. Wenn ihr sie in eine neue Zeile packen wollt, dann habt ihr ein Problem. Denn so, okay, mein Editor macht mir das automatisch. Super geiles Teil. Hat mir natürlich jetzt den Witz versaut. 42.
Ja, gut. Also wir haben hier, das hier mache ich mal wieder raus, brauchen wir nicht. Wir haben hier auch einen String in einer neuen Zeile. Das heißt, es ist so, als hättet ihr das Ganze in eine einzige Zeile gepackt, aber durch diesen Backslash könnt ihr das Ganze einfach aufteilen. Das heißt, ich kann hier einfach noch einen Backslash machen und dann noch einen und noch einen. Ich kann so viele Strings schreiben, wie ich möchte, und all das wird in Breite gespeichert, also in dieser Variablen. Und automatisch bekomme ich jetzt hier alles auf einmal drin und wird dann auch natürlich alles ausgegeben, als wäre da kein Zeilenumbruch gewesen. Das heißt, der Zeilenumbruch hier ist wirklich nur für mich da gewesen. So, jetzt zu Arrays bzw. Listen. In Python gibt es Listen, keine Arrays. Ich mache das hier mal wieder raus, ist immer noch gut lesbar. In Python gibt es Arrays und keine Listen. Das bedeutet, wir haben, es gibt quasi keine Arrays. Das bedeutet, wir müssen alles mit Listen machen, was aber absolut kein Problem ist, denn Listen sind noch viel geiler. Für die Leute, die von Java kommen, Listen haben ja diese wunderbare Fähigkeit, man kann dynamisch was anhängen bzw. wegschmeißen. Das macht man sich hier zunutze. Klar, braucht ein bisschen mehr Leistung, aber das ist kein Problem, denn es ist ja ziemlich tief in Python drin, ist quasi eine Grundstruktur. Es gibt keine Arrays dafür. Und ja, deswegen muss auch eine Liste entsprechend schnell sein. So, Strings sind auch Listen, aber erstmal ganz kurz, was ist eine Liste? Liste ist gleich, so, und jetzt können wir hier einfach sozusagen wie bei einem Array angeben, hey, ich hätte ganz gerne eine Liste mit Zahlen drin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich habe jetzt hier 6 Zahlen drin. Ich fange natürlich wie immer mit von 0 an zu zählen, das heißt, hier ist 0. Feld, erstes Feld, zweites Feld, drittes Feld, viertes Feld und fünftes Feld. Das heißt, ich habe insgesamt 6 Elemente drin, also ist die Länge von meiner Liste ist 6, aber mein letztes Listenelement, für die es vielleicht verdrängt haben, weil es schon ein bisschen her ist natürlich Liste von 6 nicht mehr verfügbar. Das gibt mir einen Fehler, ich kann es euch gerade kurz zeigen. List Index out of range, weil wir ja nur insgesamt 6 Elemente drin haben, aber mit 0 anfangen zu zählen. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, das letzte Element, was ich hier bekommen kann, ist 5. Und mit 5 bekomme ich natürlich dann auch meine Zahl 6 zurück. Super geil. Ja, was ist jetzt genau der Vorteil von Listen? Wir können natürlich so viele Datentypen speichern, wie wir wollen. Aber das brauche ich euch ja eigentlich nicht erzählen. Ihr kennt ja Python oder ihr kennt ja eigentlich schon eine andere Programmiersprache. Und deswegen dürfte es für euch ganz gut sein. Okay, jetzt, was kann ich damit alles Cooles tun? Es gibt ein paar Sonderfunktionen von Listen sozusagen. Und wir können auch einmal mal ganz kurz gucken, wie sieht eine Liste aus, wenn sie ausgegeben wird. Das gibt es ja zum Beispiel in Java oder sowas, gibt es das nicht. Aber hier, mega easy, könnt ihr einfach eine komplette Liste ausgeben. Also da gibt es für Arrays, ich weiß, aber nicht für Listen, weil man die irgendwie separat noch schreiben müsste. So, und jetzt könnt ihr auch aus dieser Liste wieder Unterlisten erstellen. Das heißt, wenn ihr nur die ersten beiden Zeichen wollt, dann schreibt ihr Doppelpunkt 2. Zum Beispiel, also als schlechtes Beispiel jetzt, denn dann macht es Folgendes, es nimmt das 0. bis 2. Zeichen, also 0, 1 und 2 wird nicht mehr genommen. Also ja, sozusagen genau das, was ich hier gemacht habe. Aber ihr könnt es auch so einstellen, wie ihr das wollt. Wenn ihr eine 0 habt, dürft ihr die weglassen. Das heißt, ihr könnt ja auch schreiben 2 bis 5. Genau. So, 2 bis 5, das heißt, ihr bekommt hier das Listenelement, das zweite Element, das dritte Element und das vierte Element, aber das fünfte wird rausgelassen. Oder ihr lasst hier einfach diese Zahl weg, das heißt dann bis zum Ende, also sprich inklusive der 6. So könnt ihr sozusagen relativ schnell Unterlisten bauen. Und das ist ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass eben zum Beispiel hier oben, das hier auch ein String ist eine Liste, und zwar eine Liste aus Charaktern, also aus Buchstaben. Ein einzelner Buchstabe sieht so aus. Achso, ihr habt vielleicht gesehen, man braucht keine Typen für die Variablen. Hätte ich vielleicht ein bisschen vorher sagen sollen. Aber das fällt, glaube ich, einem erfahrenen Programmierer relativ schnell auf. Okay, also char ist gleich a, bedeutet, wir brauchen hier keine, wir haben hier einfach nur einen einzigen Buchstaben drin, und das, wenn man das natürlich in eine Liste packt, dann haben wir hier sofort einen String. Das heißt, mein char oder viele chars ergeben einen String. Ja, sollte eigentlich fast klar sein. Und jetzt kann ich das Ganze natürlich auch sofort auf meinen String anwenden. Das heißt, wenn ich hier schreibe 2 bis Ende, bedeutet es, die ersten 2 Buchstaben schmeiße ich raus. Also Lorem Ipsum, da bleibt dann einfach nur noch Rem Ipsum übrig. Und wenn ich dann schreibe vielleicht bis 10, dann kriege ich eben nur ein paar Zeichen. Rem Ipsu, auch interessant.
Okay, hört sich sehr lateinisch an. Ist auch tatsächlich rem, ist ein lateinisches Wort, ist witzig. Ich kann natürlich dann auch hingehen und Sachen machen, wie zum Beispiel Breite an der Stelle, ja, nehmen wir doch mal den ersten Buchstaben. An der Stelle 0 ist gleich char. So, jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar Breite ist ein String. Das bedeutet, wir kriegen hier einen Fehler, weil wir diese Dinge, also Strings, nicht manipulieren dürfen. Die sind immutable. Das bedeutet, wir dürfen das nicht machen. Was wir aber stattdessen machen können, ist, wir nehmen uns zum Beispiel einen neuen String oder wir nehmen uns einfach denselben und überschreiben ihn. Breite ist gleich so und jetzt ersetzen wir den kompletten String. Und jetzt sagen wir, hey, ich hätte ganz gerne den char an der ersten Stelle. Das war ja gerade das, was ich machen wollte. Ich will statt lorem ipsum bla bla bla, will ich aurem ipsum schreiben, warum auch immer. Und jetzt konkateniere ich das Ganze mit Breite an der Stelle 1 bis Ende. So, was ich jetzt bekomme ist hier, natürlich muss ich das hier ergänzen, was ich jetzt hier bekomme ist einfach ein aurem ipsum bla bla bla. Und das bedeutet aber, ich habe hier dieses Breite komplett ersetzt. Also ich habe wirklich was Neues reingeschrieben. Ich darf nämlich hier nichts dran verändern. Das ist für immer fest. Aber dadurch, dass ich jetzt gesagt habe, ich überschreibe das, ist alles gut gelaufen. Ich habe quasi an erster Stelle das gesetzt und dann habe ich einfach den kompletten String hinten dran gehängt, habe aber das erste Zeichen quasi weggeschmissen. Also so kann man das machen, weil eben solche Strings immutable sind. Weiterer cooler Funfact, wir können hier auch einfach sagen, wir hätten gerne nur das letzte Zeichen oder sowas. Also sowas wie minus, sagen wir einfach mal minus 2. Das bedeutet, wir zählen nicht von vorne, sondern wir zählen von rechts. Also wir gehen mit 2 würden wir sagen 0, 1, 2. Mit minus 2 fangen wir auf der anderen Seite an und bekommen dann eben ein E, weil hier eben minus 2, also E. Ja, und damit kann ich natürlich auch coole Sachen machen. Ich sage einfach minus 2 bis Ende. Das heißt, die zwei letzten Zeichen, also ES. Damit kann man sehr, sehr viel machen und auch sehr schnell Sachen machen. Ist ziemlich cool. Ja, und dieses Konzept sind Listen, die solltet ihr euch wirklich verinnerlichen. Vor allem, weil man sich auch Sachen vorstellen kann wie Listen in Listen in Listen in Listen und so weiter und so fort. Kleines Beispiel dazu. Wir haben hier eine Liste 0, 1, 2. Wir haben hier eine Liste 4, 5, 6. Und jetzt können wir diese Liste auch tatsächlich irgendwie benutzen. Also wir könnten jetzt hier, das könnte man sich jetzt als Matrix vorstellen. Einfach hier noch eine dritte. Und dann haben wir eine dreidimensionale Matrix. Was heißt eine dreidimensionale? Eine zweidimensionale Matrix. 3 Kreuz 3. Für die Leute, denen es was sagt. Mega easy jetzt zum Verstehen. Alle anderen, aufgepasst. Was wir jetzt hier haben, ist im Prinzip, ja okay, das bringt nicht viel. Liste an der Stelle 0 ausgeben. So, ich habe euch mal ganz quick and dirty was gebastelt. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben das Ganze ein bisschen schöner dargestellt. Ich mache das mal hier ein bisschen größer auch. Ja, und was man sich jetzt darunter vorstellen kann, ist zum Beispiel ein dreidimensionales Koordinatensystem. Und das sind jeweils Punkte da drin. Zum Beispiel, also die Vielfalt zur Anwendung, sage ich jetzt mal, ist wirklich unbegrenzt. Stellt euch zum Beispiel auch ein Spielbrett vor oder sonst irgendwas. Also ja, wenn ihr schon programmiert habt, dann werdet ihr auch sicher schon mal diese 2D, beziehungsweise was heißt 2D, diese Listen in Listen gesehen haben oder auch Arrays in Arrays oder sowas. Kann man noch weiter treiben, natürlich hier, also noch eine Liste in noch einer Liste und so weiter und so fort. Wir lassen es jetzt aber hier mal dabei und konzentrieren uns wieder auf die Eigenheiten von Python. Also nicht so arg viele Eigenheiten, eigentlich ist Python sehr, sehr angenehm zum Lernen. So, das waren sozusagen die Grundlagen zu Variablen. Jetzt geht's weiter mit Kontrollstrukturen. Kontrollstrukturen sind so Sachen wie if, for, while. Das sind so die gängigsten Kontrollstrukturen. Und ja, die werden wir uns jetzt mal kurz angucken. Wir nehmen dazu eigentlich nur diesen Kram hier oben und den Rest schmeißen wir wieder raus. So, was ist jetzt also unsere Kontrollstruktur? Ne, wir nehmen Breite gleich 42. Mehr brauchen wir hier nicht. Okay, die erste Kontrollstruktur if. If-Anweisung oder if-Bedingung oder wie ihr es auch immer nennen wollt, nicht if-Schleife. Da habt ihr sozusagen die Möglichkeit, eine Verzweigung einzugeben in den Code. Kennt ihr wahrscheinlich auch schon aus anderen Sprachen, die gibt es eigentlich in fast jeder Sprache. Und jetzt sagen wir hier, falls x kleiner ist als 5000, dann wollen wir print x und ansonsten elif
falls x größer ist als 5000, dann wollen wir print too big. Und als Sonderfall, falls es genau 5000 ist ja quasi der einzige Fall, der sonst noch übrig bleibt. Ich gehe gleich nochmal genauer durch. Gleich, achtet hier auf dieses doppelte Gleichheitszeichen. Das ist zwar nicht überall in jeder Sprache so, in den meisten aber schon. Brauchen wir aber bei einem else auch nicht, sorry. Sagen wir print 5k. So. Das hier brauchen wir auch nicht mehr. Schmeißen wir raus. Okay, was jetzt passiert ist folgendes. Ja, was jetzt als erstes passiert ist, ich war blöd und habe hier x genommen und wir haben ja eigentlich immer mit Breite gearbeitet. Ich hatte aber irgendwie x im Kopf. Naja, ja, und bei einer else braucht man das natürlich auch nicht. Meine Fresse. Okay, was wir jetzt machen ist, wir bekommen hier x ausgegeben, Breite ausgegeben, weil wir eben gesagt haben, okay, für den Fall, dass die Breite kleiner als 5000 ist, dann geben wir die Breite aus. Wenn die Breite größer als 5000 ist, dann geben wir aus, dass es zu groß ist. Und ansonsten wird ja nur ausgeführt, wenn die ersten beiden Bedingungen, dazu gleich mehr, nicht eingetreten sind, dann wird 5k ausgegeben. So, in unserem Fall ist natürlich Breite kleiner als 5000. Das heißt, es gibt Breite aus. Ja, wenn wir jetzt hier durch diese if durchgehen, sagen wir, die erste Bedingung ist wahr, dann wird hier reingesprungen und dann wird aber alles andere sofort weggeschmissen. Das heißt, selbst wenn ich hier schreiben würde, Breite kleiner gleich 5000, wird trotzdem nur 42 ausgegeben, auch wenn es tatsächlich, Breite ist ja auch kleiner gleich 5000, es ist aber hier auch kleiner als 5000. Das bedeutet, wir geben hier nur Breite aus und danach wird alles andere übersprungen und wir machen hier unten weiter. Das heißt, es ist ein Riesenunterschied, ob ihr jetzt hier if Breite kleiner 5000 und dann elif oder ob ihr if schreibt. Dann ist es nämlich was anderes, dann wird beides ausgegeben. Denn wenn wieder ein neues if kommt, dann zählt das hier als nicht mehr zusammenhängt. Das heißt, ihr habt hier zwei getrennte if-Anweisungen. Wenn es ein elif ist, zählt es als 1. Das heißt, elifs und elses werden übersprungen, sobald ich in if reingegangen bin. Und wenn ich jetzt hier unten drunter noch ein elif habe, so irgendwas hier und dann hier irgendwas anderes, dann wird das hier, wenn das hier ausgeführt wird, beziehungsweise wenn diese Bedingung hier wahr ist, wird auch der Teil übersprungen. Also alles, was drunter ist, wird immer übersprungen. Else wird auch immer übersprungen. Else tritt nur ein, wenn keiner der Fälle oben drüber wahr geworden ist. Ja, das heißt, je tiefer ein elif steht, sozusagen ist es schwieriger zu erreichen. Aber normalerweise macht man die Dinger so, dass sie auch wirklich nicht mehrere eintreten können. So, wenn ich jetzt aber hier ein if reinpacke, was ändert sich dann? Dann denkt sich diese if hier, okay, ich überspringe alle elifs und elses, die zu mir gehören. Ja, aber ein neues if, dann gehört das nicht mehr dazu. Das heißt, hier ist es auch wirklich zu Ende. Also dieses if hier geht wirklich nur bis hier und danach ist es fertig. So, noch eine Eigenheit von Python, es ist sehr, sehr wichtig, wie ihr einrückt. Das bedeutet, wenn ich jetzt dieses Ding hier einrücke, dann gehört das in diese if-Bedingung rein. Da gibt es keine geschweiften Klammern oder sowas, sondern es geht wirklich nur um die Einrückung. Also, wenn ihr hier Breite kleiner 5000 habt, erst dann gebt ihr einmal Breite aus und dann wird nochmal überprüft, ob sie kleiner gleich 5000 ist, was ja offensichtlich immer wahr sein muss. Und es wird too big ausgegeben. Aber wenn die Breite hier oder selbst wenn ich hier gleich 4999 habe, wenn die Breite, machen wir es anders, wir nehmen noch eine zweite Variable, y gleich 2 und dann sagen wir hier if y gleich 2, dann geben wir dieses, gleich 2, dann geben wir dieses too big aus und ansonsten geben wir 5k aus. Achtung, dieses y oder dieses too big wird nur ausgegeben, wenn die Breite auch kleiner als 5000 ist. Das heißt, ja, wir haben hier 42 und too big ausgegeben. Klar, y ist ja offensichtlich gleich 2, aber wenn ich jetzt hier aus der Breite ein bisschen was Größeres mache, dann wird plötzlich beides nicht mehr ausgegeben. Das liegt daran, dass es hier wirklich drin steht. Also es ist, als hättet ihr hier geschweifte Klammern drumherum, falls ihr von jetzt Java oder C oder C++ kommt. So hingegen gehört es nicht zusammen, das heißt, die sind völlig unabhängig voneinander und wir geben hier trotzdem too big aus, weil ja y offensichtlich gleich 2 ist, aber x interessiert oder Breite interessiert uns in diesem Fall dann nicht mehr.
Okay, das ist wichtig, dass ihr da den Unterschied verstanden habt und dass hier wirklich Einrückungen des A und O sind sozusagen. So, das ist die erste Kontrollstruktur, jetzt zur zweiten und das ist wahrscheinlich auch die wichtigste. Oder was heißt, if ist natürlich auch abartig wichtig, aber ja, die passt super zu irgendwelchen Listen. Das heißt, ich schreibe mir hier eine Liste mit, Liste ist gleich 1, 2, 3, 4, 42, 1, 2, 3, 7. So, und was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen einfach nur jedes Element ausgeben. Das bedeutet, wir schreiben uns eine Vorschleife. Wir müssen jetzt nicht hingehen und schreiben print, print Liste 0, print Liste 1 und so weiter, sondern wir sagen einfach, für jedes Element in dieser Liste, also für jedes x in der Liste, geben wir dieses Element aus. Print, Achtung, auch hier wieder Einrückung ist unglaublich wichtig. Print und dann sagen wir hier x. Das heißt, x ist jeweils unser aktuelles Element. Werdet ihr wahrscheinlich auch aus anderen Sprachen kennen. Wenn es euch an irgendeiner Stelle zu schnell geht, dann würde ich euch bitten, auf die normale Playlist zu switchen. Okay, also for x in Liste print x. So, jetzt kann es aber mal passieren, dass wir nicht eine Liste haben, durch die wir durchgehen wollen, sondern wir wollen einfach alle Zahlen von 0 bis 9 ausgeben oder sowas. Dann müssen wir uns keine Liste schreiben, die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enthält, sondern wir schreiben uns einfach eine Range-Funktion. Das heißt, wir schreiben hier Range von, was hatte ich gesagt, von 0 bis 9. Und Step kann man auch noch angeben. Wenn ich jetzt hier Step gleich 2 eingebe, dann überspringe ich immer 1. Also 0, 2, 4, 6, 8. Wenn ich aber Step nicht angebe, muss man nicht unbedingt machen, dann gibt er mir hier einfach 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aus. Klar, 9 ist nicht mehr drin, also müsste ich hier eigentlich bis 10 gehen. Und ja, dann gibt er mir einfach alle Zahlen von 0 bis 9 aus. Okay. Wenn ich das ganze Ding jetzt einfach als Liste haben möchte, also einfach eine Liste haben möchte aus dieser Range-Funktion, kann ich das auch machen. Kleiner Einschub hier, indem ich einfach sage, List von dem hier. Ja, und dann bin ich eigentlich schon glücklich. Dann kann ich jetzt hier quasi meine Liste ausgeben, in irgendeine Variable speichern. myVar ist gleich, und dann schreiben wir uns das Ganze in diese myVar rein. Und die können wir natürlich auch ausgeben, das heißt, wir kriegen hier instant einfach eine Liste mit Zahlen von 0 bis 9 raus. So geht es natürlich auch super. Alternativ dazu, also zur For-Schleife, wo wir gerade dabei waren, habt ihr eine While-Schleife. While-Schleifen sind, etwas besser in einer Hinsicht und auf der anderen Seite sind sie viel, viel umständlicher. Also es kommt immer ganz drauf an, was ihr damit machen wollt, aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Ihr wisst es wahrscheinlich eh schon. While und dann die Bedingung, also in unserem Fall zum Beispiel x kleiner 5. So, wenn wir hier x kleiner 5 haben, dann haben wir immer noch das Problem, wir haben kein x. Dann sagen wir einfach hier x ist gleich Liste von i und i ist jetzt unsere Zählvariable, das heißt i ist gleich 0. Und dann sagen wir hier einfach i plus gleich 1. Das bedeutet, wir erhöhen i um 1. Ein i plus plus gibt es hier nicht. Und ja, dann führen wir das Ganze einfach mal aus. So, warum gibt mir das, oder was ist gerade passiert? Das Ding nennt sich Endlosschleife. Endlosschleife bedeutet, diese Schleife wird niemals zu Ende sein. Warum wird diese Schleife niemals zu Ende sein? Wir haben doch hier i erhöht. Naja, wir müssen aber x auch nochmal neu setzen, damit sich hier irgendwas ändern kann. Das heißt, x ist nämlich hier immer 1 und es wird sich niemals ändern, auch wenn sich i erhöht. I war jetzt wahrscheinlich am Ende irgendwas mit mehreren Milliarden, wohingegen x sich nicht ein einziges Mal geändert hat. Das war eine Endlosschleife und das passiert, wenn eure Bedingung niemals falsch werden kann. Deswegen immer wichtig, macht irgendwas, damit eure Bedingung auch wirklich irgendwann mal falsch werden kann. Das heißt, diese Variable hier muss sich irgendwann auf jeden Fall mal verändern. So, jetzt sagen wir einfach, okay, wir nehmen dieses Listenelement neu und dann sehen wir hier 1, 2, 3, 4 und dann bricht die Liste ab. Was passiert jetzt, wenn ich hier plötzlich schreibe, kleiner als 2000? Und dann haben wir ein Problem, weil dann haben wir hier wieder ein List-Index out of range. So, was bedeutet jetzt List-Index out of range? Naja, wir sind mal wieder zu weit gegangen, das heißt, unser i war plötzlich einfach mehr als
diese Liste hergegeben hat, also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt, I war wahrscheinlich einfach 6 und dann hatten wir ein Problem. Ja, was haben wir dagegen jetzt, was wir machen können? Es gibt Kontrollstrukturen, die nennen sich Break und Continue. Break und Continue sind sehr, sehr nützlich und können sozusagen aus einer Schleife ausbrechen. Das heißt, wir sagen jetzt hier unten, Achtung, wir sind immer noch in der Schleife, wir machen jetzt eine if in der Schleife drin. If I größer len von Liste. Also wenn I größer ist, also weiter oben als die Länge der Liste oder, Achtung, die Länge der Liste ist 6. Das heißt, wir müssen hier auch ausbrechen, wenn das Ding gleich groß ist wie die Länge der Liste. Also wenn I 6 oder mehr ist, dann springen wir raus, aber bei 5 können wir noch 1, 3, 3, 7 ausgeben. Das heißt, wir müssen jetzt hier rausspringen und das machen wir mit Break. So, sogar eine sinnvolle Anwendung von Break fällt mir gerade auf. Ja, was ist gerade passiert? Ich habe das zu tief gemacht. Das muss natürlich hier oben schon passieren, denn es darf kein Listenzugriff mehr passieren, wenn jetzt I schon auf 6 ist. Aber das haben wir trotzdem gerade noch gehabt. Jetzt, alles kein Problem, wir geben einfach die Elemente aus und zwar solange die Elemente kleiner als 2000 sind, dabei ist uns völlig egal, wie groß diese Liste ist. Das heißt, ich kann hier noch mehr Elemente reinmachen. Sobald ein Element kommt, was größer ist als 2000, brechen wir ab. Okay, sehr cool. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Break und Continue? Continue bedeutet, wir überspringen einfach den aktuellen, Break bedeutet, wir gehen komplett aus der Schleife raus. Das heißt, sobald Break aufgerufen wird, wird hier unten mein Code aufgerufen. Also der Code, der wirklich nach der While-Schleife ist, als hättet ihr diese Bedingung hier oben auf False gesetzt und seid instant hier rausgesprungen. Das ist Break. Continue macht ein bisschen was anderes. Continue lässt euch einfach wieder nach oben springen. Das heißt, ihr springt quasi wieder hierher, also statt nach hier unten, springt ihr nach hier oben und überprüft die Bedingungen und führt dann eben diesen neuen Code aus. Und wenn ich jetzt hier Continue habe, dann habe ich wieder eine Endlosschleife, denn ja, mein X wird niemals irgendwie ersetzt. Das heißt, es wird immer nur 1, 3, 3, 7 ausgegeben, was natürlich nicht der Sinn der Sache ist. Das heißt, Break ist schon das, was wir hier brauchen. Das Ganze funktioniert auch mit Vorschleifen. Und wenn ihr ein Continue bei einer Vorschleife macht, dann überspringt ihr sozusagen ein Element in dieser Vorschleife. Ganz normal, wie bei jeder anderen Sprache eigentlich auch. So, nächster Schritt ist jetzt für uns eine Funktion zu schreiben. Funktionen sind ziemlich cool, weil wir damit Code auslagern können. Und das wollen wir jetzt hier mal machen. Uns ist dieser Abschnitt hier viel zu aufwendig. Das heißt, wir schreiben uns eine Funktion dafür. Und dazu sagen wir def meine Funktion, Klammer, Klammer und Doppelpunkt. Und jetzt können wir mit der Funktion anfangen. Hier kommt einfach Code rein. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir haben dieses X hier nicht. Das X und das I und so weiter, die sind überall anders definiert, nur nicht hier. Jetzt können wir aber Folgendes machen. Wir ziehen X und I hier rein. Ja gut, aber dann haben wir immer noch ein Problem. Und zwar, diese Liste, die ist doch nicht verfügbar. Die ist ja nur da oben drin. Das heißt, was jetzt passiert, wenn ich das Ganze ausführe, ist einfach nichts. Und ja, es wird diese Liste hier generiert, aber auch meine Funktion wird nie aufgerufen. Aber meine Funktion wird ja gar nicht funktionieren. Wie kann ich denn jetzt, also hier könnt ihr wie gesagt ganz stinknormalen Code reinschreiben. Wie kann ich jetzt meine Funktion aufrufen? Das mache ich ganz einfach. Meine Funktion, Klammer, Klammer. Fertig. So, und ja, wenn ich das ganze Ding jetzt aufrufe, haben wir erstmal ein Problem. Meine Funktion ist nicht definiert. Bam, was macht ihr, wenn ihr diesen Fehler seht? Ihr nehmt den wunderschönen Code und packt den einfach ganz nach oben. Und plötzlich, bam, funktioniert das Ganze. So, jetzt, warum kann ich auf meine Liste drauf zugreifen, obwohl sie hier unten erst definiert wurde? Das liegt daran, dass das eine globale Variable ist und ihr einfach diese Variable überall benutzen könnt. Wenn ihr diese Variable jetzt aber in einer anderen Funktion definiert habt, also sagen wir einfach mal sowas wie def generiere Liste, so, dann habt ihr plötzlich das Problem, Liste ist hier eine völlig unbekannte Sache. Und wie kriege ich jetzt meine Liste von da nach da? Dazu gibt es Parameter und Rückgabewerte. Rückgabewerte sind erstmal Sachen, ich kann hier was berechnen, also zum Beispiel a plus b, und dann gebe ich einfach das Ergebnis von meiner riesigen Berechnung gebe ich hier zurück.
Und das mache ich hier, indem ich einfach schreibe, okay, return, ganz normal, wie immer eigentlich für die Leute, die natürlich schon programmieren können. Die anderen sollten sowieso mittlerweile langsam mal umgeschaltet haben auf meine richtige Playliste. Return Liste. Ganz stinknormal. Das heißt, ich gebe jetzt hier meine Liste zurück. So, und jetzt sage ich hier, okay, ich speichere mir meine Liste. List ist gleich, oder Listenvariante oder sowas, ist gleich generiere Liste. Und jetzt wird das, was ich hier drin berechnet habe, hier reingeschrieben. Das heißt, das Ergebnis von dieser generiere Liste Funktion, was ich mit return definiert habe, was mein Ergebnis ist, das wird in Listenvariante gespeichert. So, dann habe ich aber immer noch ein Problem. Und zwar meine Funktion benutzt eine Liste. Und dann steht hier name Liste is not defined. Was bedeutet das jetzt wiederum? Naja, er kennt einfach keine variable Liste, weil die ist wirklich nur innerhalb dieser Funktion hier gültig. Und danach heißt sie nicht mehr Liste, sondern ist das, was ich hier zurückgegeben habe. Also in meinem Fall Listenvariante. Ich kann jetzt natürlich hergehen und sagen, ich setze hier überall Listenvariante ein. Wäre aber ziemlich blöd. Was ich stattdessen mache, ist viel cooler. Ich generiere mir Parameter. Und Parameter sind was viel nützlicheres als alles, was ihr jemals gesehen habt. Und zwar kann man die einfach in die Funktion eingeben. Ich schreibe hier Liste rein und plötzlich erkennt er das, obwohl ich überhaupt nichts verändert habe im Code. Das bedeutet einfach nur, diese Liste wird beim Aufrufen übergeben. Das heißt, ich kann jetzt aber meine Funktion nicht mehr so aufrufen, sondern, so sieht der Fehler übrigens dazu aus, missing one required positional argument Liste, sondern ich muss hier irgendwas reinstopfen. Wie es heißt, ist egal. Es muss nur eine Liste sein. Und da kann ich ja jetzt meine Listenvariante reinpacken. Hey, super cool. Das bedeutet, ich gebe hier meine Listenvariante rein und dann läuft das ganze Ding hier auf meiner Listenvariante durch und gibt plötzlich alle Elemente aus, die kleiner sind als 2000. Was wir vorhin geschrieben haben, was nicht wirklich relevant ist, aber ja. Das heißt, wir haben diese Liste hier erstmal generiert über eine Funktion und haben dieses Ergebnis dann hier drin gespeichert und dann haben wir sie ausgegeben, alle Elemente, die kleiner als 2000 sind, indem wir hier diese Liste als Parameter mit übergeben haben. So, das ist jetzt ziemlich cool und das sind Funktionen. Wunderbar. Das heißt, ihr habt jetzt eigentlich Grundkenntnisse in Python. Ich weiß, es sind nicht viele Grundkenntnisse, aber ihr habt zumindest genug Grundkenntnisse, um, sagen wir mal, zum Beispiel an Core AI mitzumachen. Auf jeden Fall, easy, kein Problem. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, wenn ihr euch wirklich noch mehr mit Python auseinandersetzen wollt, dann schaut euch vielleicht noch meine anderen Videos zu Python an, also die jetzt nicht mehr in diesem Crashkurs sind. Das wäre dann zum Beispiel was zu Klassen oder zu Eingabe, Ausgabe oder ja, Dateien eben. Aber wenn es einfach nur schnell sein musste und ihr irgendwas Dringendes machen müsst, dann ist, glaube ich, das hier genau richtig gewesen für euch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Kleiner Hinweis noch, Python-Playlist ab Video 14, ich habe gerade nachgeguckt, beziehungsweise vielleicht sogar ab Video 13, das wäre dann das, was euch vielleicht interessieren könnte. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal, was auch immer dann kommen mag. Bis dann, ciao!